Die Alphabet-Aktie hat am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und ist als Reaktion darauf um über 10% gestiegen. Und deswegen möchten wir uns anschauen, ja, woran liegt es, was hat das Unternehmen überhaupt angekündigt, wie schaut es aktuell bei Alphabet aus, sollte man da vielleicht einsteigen, sollte man da langfristig orientiert anlegen oder ist es vielleicht sogar im Moment ein guter Zeitpunkt für eine kurzfristige Spekulation. Bleibt dran, wir schauen uns dann auch die charttechnische Situation mal an und ich erkläre später noch eine sehr, sehr wichtige ähm, ja, Ankündigung von Alphabet, die jetzt hier bei den Earnings gemacht wurde. Ja, wir sehen schon hier jetzt, dass die Aktie wirklich hier enorm angesprungen ist, von zuvor 155 US-Dollar auf hier sogar in der Spitze über 180 US-Dollar. Wir hatten jetzt den Close hier am Freitag bei knapp 171, 172 US-Dollar. Das war jetzt eben der Move als Reaktion auf die, ja, sozusagen die Earnings. Ja, was macht Alphabet? Ich denke, das ist jedem klar. Google natürlich an sich, die Suchmaschine, die Google Cloud, zu denen die Services dazu gehören, natürlich Chrome, Google Maps, YouTube und so weiter. Ich habe jetzt hier noch einen Artikel vorbereitet. Was hat Alphabet angekündigt in den Quartalszahlen? Also zuerst einmal wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Also sowohl beim Umsatz als auch bei dem Gewinn je Aktien wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Ähm, ja, man hat am Donnerstag, also Donnerstag nach Börsenschluss, einen Umsatz von 80,54 Milliarden präsentiert. Das stellt 15% Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr dar. Also natürlich eine sehr, sehr gute Wachstumsrate, also wirklich top. Und man hat Earnings von 1,89 Dollar je US-Dollar je Aktie präsentiert. Und das ist natürlich auch deutlich übertroffen worden, weil erwartet waren nur die 1,51 Dollar. Also hier nochmal deutlich die Gewinn je Aktie Schätzungen übertroffen. Ja, was ist jetzt noch wichtig hier zu sagen, steht da schon im Titel. Alphabet soars most since 2015 on strong earnings, first dividend and 70.000 billion buyback. Also man hat jetzt hier eine erste Dividende angekündigt bei Alphabet, bei der Google-Mutter und ein 70 Milliarden Aktienrückkaufprogramm. Also das ist natürlich super für Leute, die, sage ich mal, eine Dividendenwachstumsstrategie oder eine Dividendenstrategie verfolgen, weil man sich jetzt eben dazu entschieden hat oder entschlossen hat, dass man hier eine Dividende zahlen möchte von 20 Cent pro Aktie. Ja? Und die soll das erste Mal am 17. Juni an alle Shareholder ausgeschüttet werden. Und man möchte also da jetzt eine quartärliche Dividende auszahlen. Das heißt, viermal im Jahr, also typischerweise für US-amerikanische Unternehmen, da wird jetzt immer eine Quartalsdividende ausgeschüttet und zwar von eben 20 Cent. Ja, wenn wir das mal 4 rechnen, dann haben wir eben hier diese 80 Cent. Das sind dann ungefähr 0,4% Dividendenrendite, wenn wir den Schlusskurs nehmen von 172 US-Dollar. Also jetzt gar nicht mal so unattraktiv und eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also könnte in Zukunft natürlich zu auch einem großen Dividend-Player werden. Ja, die Aktie hat große Cashflows und man hat auf jeden Fall da genug Luft, dann noch die Dividende mit der Zeit zu steigern. Aber jetzt kommt noch der viel wichtigere Part für mich hier ins Spiel. Und zwar hat das Unternehmen gesagt, dass man hier ein Repurchase-Programm ja, aufstockt, und zwar um hier diese 70 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich schon wirklich extrem viel. Und naja, das bedeutet natürlich für uns Aktionäre, dass wir da extrem viel Rückenwind haben, weil eben das Unternehmen die eigenen Aktien zurückkauft und so die ausstehende Aktienanzahl reduziert. Das führt dazu, dass eben die Gewinne pro Aktie steigen und damit natürlich unser Anteil am Unternehmen immer mehr wert wird. Aber das schauen wir uns dann gleich noch genauer an. Ja, auf jeden Fall die ersten Reaktionen hier von den Analysten sehr, sehr gut. Barclays hat ein Price Target von 200 US-Dollar. Oppenheimer hat es auch direkt erhöht auf 205
und auch Morgan Stanley hoch auf 195, sogar JP Morgan auch nochmal auf 200 US-Dollar oben. Also alle haben ihr Kursziel erhöht und zwar deutlich und die liegen alle auch über dem aktuellen Kursniveau. Barclays hat hier gesagt, Google is in the sweet spot of accelerating growth, expanding margins, while shipping product faster and returning capital, basically proving the naysayers wrong. Also das heißt, ja, die haben hier wirklich ein extremes Wachstum, die schaffen es, ihre Margen zu steigern und ihre Produkte schnell an den Kunden zu bringen. Also da wurden jetzt die Shortseller, die hier eher bearish gegenüber der Aktie standen, schön aus der Defensive gelockt mit eben diesen Quartalszahlen. Ja, wir haben eine Marktkapitalisierung jetzt hier bei der Alphabet Inc. von über 2 Trillion US-Dollar, also schon ein Big Cap, natürlich einer der Magnificent Seven. Schauen wir hier kurz mal auf das Income Statement. Wenn wir hier mal kurz drüber fliegen, sehen wir ja eine schöne Steigung in den letzten Jahren. Kann man jetzt nicht sagen. Natürlich ein kleiner Knick hier in der Zinsphase, in der Hochzinsphase eben aufgrund der schwächelnden Werbeeinnahmen. Die Total Assets sind auch immer weiter angewachsen. Long-Term Debt konnte sogar reduziert werden. Jetzt seitdem die Zinsen wieder gestiegen sind. Die Aktienanzahl, die ausstehend ist, die ist auf jeden Fall auch gesunken. Von dem her auch ja, schön zu sehen. Das wird ja in Zukunft sogar noch mehr der Fall sein, wenn jetzt halt dieses Aktienrückkaufprogramm noch mehr Rückenwind in die Sache bringt. Ja, Cash per Share sieht auch alles in Ordnung aus. Dann schauen wir noch kurz hier auf den Cashflow, wenn es denn lagen möchte. Genau hier. Der Cashflow ist pro Share eigentlich auch immer gut angewachsen. Natürlich hier wieder dieses Jahr 2022, das eher schwierig war, mit dabei. Schauen wir noch kurz hier auf die Bewertung. Wir haben hier einen Forward KGV von knapp 23, also auch, würde ich sagen, relativ fair bewertet. Und man schätzt hier ein Umsatzwachstum von 10,2%. Ja, dann hier zu dem Statement hier von Google selber. Hier unten sehen wir es nochmal, Dividend Program wurde angekündigt, Stock Repurchases und hier eben die Employee Severance and Related Charges. Das sind also die Expenses, die man hatte aufgrund der Mitarbeiteranzahl, die man reduziert hat, also dass man eben denen, die entlassen hat und sozusagen eine Abfindung hat geben müssen. Aber grundsätzlich sehen wir auch hier, die Zahlen waren richtig, richtig gut. Hier die Quartalszahlen zum Vergleich mit dem letzten Jahr auf jeden Fall eine starke Steigerung, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Ja, dann schauen wir uns hier jetzt mal die charttechnische Situation an bei Google. Und wir sehen schon hier auf den ersten Blick, langfristig eine Top-Aktie ist wirklich super gelaufen. Wir haben natürlich hier 2021 bis Oktober 2022 eine lange Korrektur gehabt und auch eine tiefe Korrektur, aber grundsätzlich bringt es hier den langfristigen Chart oder die langfristige Richtung auf jeden Fall nicht in Gefahr. Ich habe hier mal was drüber gelegt und zwar die langfristige Orientierung hier des Chartes. Wir sehen mit dem grauen Bereich, da tendiert die Aktie eben hin und her. Wir hatten jetzt hier diese Hype-Phase hier oben, in der ein bisschen eine Übertreibung stattgefunden hat und danach eben diese Untertreibung. Und jetzt sind wir eben hier bis nach oben an der Rande des Trendkanals wieder hochgekommen. Und jetzt zuletzt eben dieser graue Balken mit den Quartalszahlen, die uns dann nochmal schön hoch katapultiert haben. Ja, so zur langfristigen Ansicht. Ja, könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier langsam seitwärts laufen und wieder ein bisschen in den Trendkanal reinkommen. Schauen wir uns hier mal die mittelfristige Struktur an. Also hier aus der Korrektur raus, hier dieser Boden gebildet worden im Anfang 23. Jetzt hier schön langsam rausgearbeitet, immer mit super Impulsen. Sehen wir auch, also hier immer der Impuls in grün dargestellt, das ist jeweils der Impuls, und in orange dargestellt ist jeweils eben die Korrektur, also Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur. So sieht ein guter Chart aus. Also hier alles voll intakt und wir hatten jetzt zuletzt eben auch nochmal einen sehr bullischen Impuls, der sieht auch sehr, sehr gut aus. Eben hier mit dieser Trendgeschwindigkeit sehen wir auch,
ja, wir sind jetzt gerade im Impuls, also jetzt einsteigen, man sollte jetzt vielleicht eher nochmal die Füße stillhalten und auf einen kleinen Rücksetzer warten. Ja, bei der kurzfristigen Ansicht sieht auch alles super aus. Wir haben jetzt hier diese riesige Kurslücke nach oben aufgerissen, sieht toll aus. Und ja, ich denke, da bin auf jeden Fall sehr, sehr bullish für Google und ich denke, dass die Aktie noch weiter steigen kann. Aber jetzt im Moment akut einsteigen würde ich da nicht. Ich würde da auf jeden Fall eine Korrektur mal hier abwarten. Ja, vielleicht läuft die Aktie noch weiter und dann korrigieren wir hier nochmal runter auf die 152, sowas in die Richtung. Aber sieht alles sehr, sehr gut aus für Google. Also auf keinen Fall würde ich die jetzt im Moment verkaufen. Definitiv halten. Kaufen würde ich jetzt im Moment noch warten und eher mal auf eine Korrektur hier spekulieren. Ja, genau. Wir haben ja, wie gesagt, eine Marktkapitalisierung von über 2 Trillion US-Dollar. Und wir haben aber ein Aktienrückkaufprogramm von 70 Milliarden US-Dollar angekündigt. Das ist natürlich schon, ja, also nicht irrelevant. Und was sind denn eigentlich Aktienrückkäufe oder wie funktionieren die? Ja, wir sagen jetzt mal, wir haben 10 Aktien im Umlauf und eine Aktie hat einen Euro Gewinn. Das heißt, wir haben insgesamt 10 Euro Gewinn in diesem Unternehmen und wir besitzen jetzt diese eine Aktie. Diese eine Aktie bringt uns natürlich 1 Euro Gewinn. Ja, also wir haben 1 Euro Gewinn für unsere Aktie. Das Unternehmen hat ja nur 10 Aktien im Umlauf und kauft jetzt die Hälfte davon zurück. Die 5 Aktien von den 10 Aktien werden also sozusagen vernichtet. Es sind also nur noch 5 Aktien im Umlauf. Wir haben also aber immer noch unsere eine Aktie. Davor waren es 10 Aktien, wir besitzen eine. Jetzt es gibt 5 Aktien, wir besitzen immer noch eine. Was passiert? Naja, die Aktienanzahl hat sich halbiert, also reduziert. Und aber der Gewinn pro Aktie, weil er ja durch die Aktienanzahl, die ausstehend ist, geteilt wird, ist immer noch ja, gleich hoch, also verdoppelt er sich. Es sind also nur noch 5 Aktien im Umlauf mit 2 Euro Gewinn je Aktie. Das heißt, wir haben uns hier in diesem Schritt eben von den 10 Aktien hier runter auf die, ja sozusagen auf diese 5 Aktien verdoppelt im Gewinn je Aktie. Das ist ein hässlicher Pfeil. Also das ist natürlich richtig, richtig stark, wenn hier Alphabet so ein großes Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Also wir haben jetzt hier in dem Beispiel mal dargestellt, was es auch für ein krasser Rückenwind sein kann, wenn ein Unternehmen Aktienrückkaufprogramme ankündigt. Genau andersrum kann es natürlich auch sein, dass wenn erst 5 Aktien bestehen mit 2 Euro Gewinn je Aktie im Umlauf und dann werden aber 5 Aktien neu ausgegeben von dem Unternehmen, dann haben wir halt nur noch einen Gewinn pro Aktie von 1 Euro, wenn wir nur eine Aktie besitzen. Also das geht genau in die andere Richtung auch so. Ja, zum Beispiel Palantir hat ganz viele neue Aktien ausgegeben und hat da die Aktieninhaber ganz stark diluted, also verwässert. Das geht also in beide Richtungen. In dem Fall sozusagen Rückenwind hier für die Aktionäre, auch in einem relativ großen Rahmen. Und ja, das kondensiert so ein bisschen auch die Share-Based Compensation, die Google hier macht mit seinen Mitarbeitern. Also diese 70 Milliarden US-Dollar auf jeden Fall sehr, sehr gut zu sehen und ja, bedeutet einfach für langfristige Investoren, dass man hier noch stärker am Unternehmenserfolg beteiligt wird und zwar jetzt nicht nur in Form einer Dividende, sondern sogar hier mit noch einem größeren Aktienrückkaufprogramm. Ja, in meinen Augen ja, super Investment. Im Moment wirklich schönes Momentum. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie es bei Pepsi im Moment ausschaut, dann klickt doch auf das neueste Video und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.